Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und bin jetzt hier nicht bei Mercedes AMG am Stand, sondern beim Stand von CADA. Die bauen ja Klemmbausteinsets und es hat jetzt schon seinen Grund, warum hier der AMG GT3 steht, weil der hier wohl im Lauf des Jahres auch als Klemmbausteinmodell auf den Markt kommen soll. Und das ist jetzt hier das gute Stück. Der ist 58 cm lang und wird aus mehr als 5000 Teilen sein, habe ich mir vorhin schon sagen lassen. Wie viel genau steht noch nicht ganz fest. Was er kosten soll, auch noch nicht. Aber man kann sich den hier schon mal anschauen als Orientierung, dass das wirklich ein schönes Modell wird. Und ich habe auch noch mal eine andere Perspektive. Er ist auch in einer Vitrine noch mal zu sehen. Und das schauen wir uns auch an. Aber wenn wir schon vor dem Original stehen, dann schaue ich den jetzt hier natürlich auch noch mal an. Man ist ja nicht oft vor so einem richtig teuren Sportwagen, der hier wirklich dann steht. Ich habe mir auch sagen lassen, dass CADA hier großen Wert darauf gelegt hat, dass die Räder und die Bremsen auch so tatsächlich realisiert werden. Ich zeige das jetzt hier mal im Vorbild und dann schauen wir uns das gleich im Modell an. Ich gehe jetzt rüber zum Modell und zeige jetzt die Bremsen hier beim Modell auch nochmal zum Vergleich. Versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Es spiegelt ein bisschen hier mit der Vitrine, aber das ist ein großer Plexiglassturz, der ist wahrscheinlich schwer runterzunehmen und deshalb lassen wir den jetzt hier einfach drin und ich zeige den jetzt hier einfach so. Der AMG GT3 wird nicht fernsteuerbar sein. Das Modell, das vor 2 Jahren auf den Markt kam oder vorgestellt wurde, der AMG One, der hat tatsächlich eine Fernsteuerung und der ist aber nur aus etwa 3000 Teilen, der ist nicht ganz so detailliert. Also dieses Modell hier, der AMG GT3, ist hier schon von der Detaillierung her ein Modell, das sich wirklich sehen lassen kann. Ich habe auch schon gehört, es werden auch keine Prints, keine Aufkleber, Sticker sein, sondern alles wird bedruckt, wie das bei den meisten Modellen bei CADA so üblich ist. Und das müssen wir mal überraschen lassen. Die Farbe hier, das Goldorange im Original, das wird beim Modell wahrscheinlich nicht so ganz klappen, aber vielleicht wird es ja noch mal abwarten. Dann schauen wir uns noch 2 weitere Neuheiten an von CADA auf der Messe. Das ist jetzt hier ein Mazda RX-7, der auch wohl schon am Markt ist oder irgendwann im Laufe des Jahres kommt. Der hat auch eine Fernsteuerung, das ist jetzt hier alles irgendwo drin. Dann bereits seit Dezember lieferbar ist dieser Glas-Mähdrescher. Der Dominator 370, der besteht aus 4400 Teilen und jetzt Anfang 2025 auf den Markt gekommen ist dieser Sauber F1 C44 und den müssen wir uns auch mal etwas aus der Nähe anschauen. Der hat Maßstab 1:8, 2553 Teile und auch da gibt es dann einen Motor, der fein detailliert ist, nachgebildet ist. Müssen wir hier mal einfach reinschauen. Allerdings wird es nicht ganz so leicht, dass ich das hier, ich fürchte, jetzt muss man schauen, vielleicht mit der zweiten Hand. Man sieht hier doch ein bisschen was von der Detaillierung. Dann schauen wir mal ins Cockpit rein. Jetzt mache ich erstmal den Deckel hier wieder drauf. Dann ins Cockpit ein Blick. Und auch hier relativ hoher Aufwand bei den Reifen. Und schließlich noch eine kleine Neuheit, die im Frühjahr auf den Markt kommen soll auch. Das sind 3 Dinosaurier-Bausätze, die aus jeweils so 250 bis 300 Teilen bestehen und die auch
nachts etwas schillern sollen, habe ich mir schon sagen lassen. Ich zeige mal hier noch den Stegosaurus im Hintergrund. Jetzt muss ich mal hier das ein bisschen wegräumen. Und hier der Triceratops, der hat hier auch bewegliche Teile. Und nachts sollen die dann wohl auch ein bisschen leuchten. Und eins ist noch interessant bei diesen 3 Sets. Wenn jemand alle 3 Sets gemeinsam hat oder der Reihe nach vielleicht sich schenken lässt oder sonst wie, dann gibt es wohl noch eine Erweiterungsanleitung, mit der man dann tatsächlich aus allen 3 gemeinsam einen großen Dinosaurier machen können soll. Aber jetzt noch mal ein letzter Blick hier am Stand von der Firma Kayda auf den AMG GT3, auf das Original, muss man einfach noch mal zeigen. Und dann abschließend noch mal aufs Modell. So, das war's mit meinem kleinen Ausflug bei der Firma Kayda auf der Spielwarenmesse 2025. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder vorbeischauen auf meinem Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.